wieder die Wackelbank? Ja, klar. Ich bin Gernot. Mein Name ist Thomas. Mein Name ist Sarah und ich arbeite bei der Nature Office. Wir sind von Brown-Forman Deutschland. Wir arbeiten seit 2 Jahren mit Nature Office zusammen. Also der freiwillige Klimaschutz ist ein Thema, das nicht ganz unumstritten ist. Man weiß eigentlich nicht genau, was passiert, und deswegen bin ich mitgefahren nach Togo. Ich wollte das aus erster Hand sehen. Ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber das, was wir bisher erlebt haben, habe ich nicht erwartet. Ich bin ziemlich hart geflasht von der Gastfreundschaft. Wenn wir halt ins Dorf kommen und alle freuen sich einfach, dass wir kommen, dann wird dann erstmal eine Viertelstunde gesungen und gefeiert. Ich meine mir auch einzubilden, dass die Togolesen sehr viel freundlicher sind und aufgeschlossener. Das bin ich auch nicht so gewohnt im Ostdeutschland. Also wir sind hier in Kotokope. Hinter uns sieht man den Wasserturm. Wir haben ein Brunnenloch gebohrt, 130 Meter. Was ja auf der ganz rechten Seite sieht, sind 2 Wasserzapfstellen. Eine oben für die Frauen, die die Wasserschüssel am Kopf haben, und unten für die Kinder. Es gibt einfach diese Zusammenarbeit zwischen den Menschen und Ecocent und Nature Office, dass einfach kommuniziert wird, was wünscht ihr euch und was können wir machen und wie können wir euch dabei unterstützen. Sind dann drauf gekommen, wir wollen gerne eine Frauenkooperative gründen mit, glaube ich, 28, 30 Frauen. Die Idee ist, dass die Frauengemeinschaft hier gemeinschaftlich Produkte produziert, die man dann gemeinschaftlich auf den Märkten vermarktet. Mittlerweile machen die Seife, die machen Erdnussbutter. Was die gemacht haben in dieser Zeit, das war vorher eigentlich ein Rohbau, und dann 2022 war das eigentlich ein fertiges Gebäude mit Farbe drauf, mit Maschinen drin, mit Öfen, die funktioniert haben, und die haben da drin produziert. Und vor allem, wie die Leute eine Freude haben und sich in Eigenverantwortung das Projekt weiterführen. Und darum habe ich höchstes Vertrauen in dieses Projekt. Hier sehen wir jetzt gerade eine Seifenproduktion. Dafür wurde der Sud mit unterschiedlichen Blättern gemischt, die starke Gerüche haben und damit unserer Seife einen guten Geruch geben. Das hat gestern stattgefunden, wurde dann 24 Stunden stehen gelassen, und jetzt findet die Weiterproduktion statt. Ich bin überwältigt, was ich hier in diesen Tagen gesehen habe. Es ist ein biodiverser Wald, der hier aufgezogen wird. Ein echter naturnaher Wald, der auch weitere Sorten anzieht, Wildtiere anzieht, aber auch viel Schutz und Pflege braucht. Ich bin sehr begeistert, besonders von dem Agroforstsystem, das ich so vorher nicht kannte. Ich finde es einfach wahnsinnig spannend, was Johann dort alles schon geleistet hat.
Jede Pflanzenart oder jede Baumart gehört zum gewissen Stratum. Die Straten, die weiter unten sind, die vertragen sehr viel Schatten. Die Straten, die ganz oben sind, vertragen überhaupt keinen Schatten, die brauchen volles Sonnenlicht. Der Kakao gehört zum niedrigen Stratum, also der verträgt ca. 80% Kronabdeckung. Die Mittelschicht sind zum Beispiel Bananen, Zitrusbäume. Die brauchen noch ziemlich viel Schatten, aber auch etwas mehr Licht. Dann kommt der Oberbau, da gehören zum Beispiel Mangobäume dazu, Schackfruchtbäume, auch der Cashew, der hier ziemlich bekannt ist, der braucht schon deutlich mehr Licht. Und ganz oben hast du diejenigen wie die Kaya, das sind also die Mahoganibäume mit dem roten Holz. Die müssen ganz oben stehen, die vertragen überhaupt keinen Schatten. Das heißt, wir schaffen es so, eine höhere Dichte ins System zu bekommen. Und natürlich auch die Nährstoffe und auch die Photosynthese optimal auszunutzen. Man merkt einfach, dass wir in den Dörfern wirklich mittlerweile auch nicht nur irgendwer sind, der etwas in die Dörfer bringt, sondern dass man echte Freundschaften aufgebaut hat. Wir hatten gestern Nachmittag, nachdem wir den Agroforst besucht haben, mit dem Dorf in Kotokope einen wunderschönen Nachmittag. Es war wie ein gemeinsames Picknick. Wir haben zusammen gegessen und haben dann die Erwachsenen und die Kinder zusammen gespielt. Wir haben Frisbee gespielt zusammen, haben viel gelacht. Die Togolesen haben einen wahnsinnig tollen Humor. Das ist einfach so schön, dass man merkt, es ist nicht nur ein Projekt, wo wir kommen, irgendwie Geld bringen und etwas umsetzen, sondern wo einfach über die Zeit, die man zusammenarbeitet, wo man auch Vertrauen ineinander aufbaut, als Freunde zusammenwächst mit dem Dorf. Dieses Projekt ist dadurch, dass es einerseits ein Klimaschutzprojekt ist und Wald gepflanzt wird, andererseits aber auch damit ein Verein finanziert wird, der soziale Projekte macht, wie Schulen bauen, Brunnen bohren, integriert in die Dorfgemeinschaft. Ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen, mit wie viel Herzblut gearbeitet wird und wie viel Strahlkraft dieses Projekt hat als Musterprojekt für viele andere. Es ist einfach wahnsinnig wichtig, so eine Projekte zu unterstützen. Wir schaffen es hier in der Region, nicht nur Flächen aufzuforsten, sondern wir haben die Möglichkeit, über die lange Zeit, die wir mit den Dörfern zusammenarbeiten, ganz viel Wissen zu transferieren, dafür zu sorgen, dass hier Fehler, die man vielleicht auch bei uns in Europa gemacht hat in der Vergangenheit, dass die nicht gemacht werden. Es ist so ein schönes Land und ich freue mich wirklich schon darauf, wiederzukommen.